Menschenrechte erheben einen Anspruch auf Universalität. Das bedeutet, es handelt sich bei den Menschenrechten um universale Rechte, die jedem Menschen nur aufgrund seines Menschseins zustehen und damit für jeden Menschen überall auf der Welt gelten. Einige Staaten widersprechen dieser Auffassung jedoch und haben eigene, angepasste Menschenrechtserklärungen formuliert. Die wohl bekannteste alternative Menschenrechtserklärung ist die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Es stellt sich daher die Frage, sind Menschenrechte tatsächlich universal, also für alle Menschen und überall gültig? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst die Qualität und Struktur der Menschenrechte genauer analysieren. Menschenrechte sind komplexe Rechte, die zwischen Moral, Politik und Recht angesiedelt sind. Sie lassen sich moralisch begründen und werden durch politische Entscheidungen zu positivem Recht, das heißt zu Gesetzen und Rechten, die von Menschen gemacht und somit veränderlich sind. Verankert sind sie in internationalen Abkommen oder in Grundrechtskatalogen nationaler Verfassungen, wie in unserem deutschen Grundgesetz. Träger von Menschenrechten sind einzelne Menschen. Im Mittelpunkt steht also das autonome Individuum, der einzelne Mensch, den es zu schützen gilt. Dementsprechend handelt es sich bei den Menschenrechten um individuelle Rechte. Daneben gibt es auch Bemühungen, zusätzlich Kollektivrechte in internationalen Abkommen zu verankern, mithilfe derer zum Beispiel ganze Völker oder Minderheiten geschützt werden sollen. Bei den Kollektivrechten ist die Gruppe, das Volk oder die spezielle Minderheit dann Träger von Menschenrechten. Solche Kollektivrechte werden jedoch recht kontrovers diskutiert. Verantwortlich für die Umsetzung der Menschenrechte sind vor allem die einzelnen Staaten. Diese sollen die Menschenrechte achten, schützen und gewährleisten. Menschenrechte sind unteilbar, sie können also nur gemeinsam verwirklicht werden. Die einzelnen Menschenrechte hängen nämlich voneinander ab. Hat ein Mensch beispielsweise keine Unterkunft, so kann er sich nicht erholen und auch sein Recht auf Bildung nicht ausüben. Allgemein werden 3 Dimensionen oder Generationen von Menschenrechten unterschieden. Rechte der ersten Dimension beinhalten die klassischen bürgerlichen und politischen Schutz- und Freiheitsrechte sowie die Beteiligungsrechte. Zu den Schutzrechten zählt der Schutz vor staatlichen Eingriffen, also das Verbot von Sklaverei, Zwangsarbeit und Folter, sowie das Recht auf Leben und Freiheit der Person. Zu den Freiheitsrechten zählen unter anderem die Gedanken-, Gewissens-, Meinungs-, Religions-, Informations- und Pressefreiheit. Unter die erste Dimension fallen zudem justizbezogene Rechte, also Gleichheit vor dem Gesetz, Unschuldsvermutung, faires Verfahren usw. und das Wahlrecht. Die bürgerlichen, politischen Rechte werden national und international bisher am stärksten geschützt. Rechte der zweiten Dimension umfassen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte. Zu den wirtschaftlichen Rechten zählen das Recht auf Arbeit, faire Arbeitsbedingungen, angemessene Entlohnung und Gründung von Gewerkschaften, Streikrecht und das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Unter die sozialen Rechte fallen das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, wozu Ernährung, Bekleidung und Unterkunft zählt, das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard und das Recht auf Bildung. Die kulturellen Rechte beinhalten das Recht auf Teilhabe im kulturellen Leben, insbesondere für Minderheiten, sowie den Schutz von geistigem Eigentum. Seit den 1990er Jahren wurden diese Rechte erheblich konkretisiert. Mittlerweile werden sie auch immer mehr politisch eingefordert und können inzwischen auch eingeklagt werden. Rechte der dritten Dimension sind noch recht jung. Es geht um Kollektivrechte, also Rechte von Gruppen. Dazu zählen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das Recht auf Entwicklung, das Recht auf eine saubere Umwelt und hier vor allem auf den Zugang zu sauberem Wasser und das Recht auf Frieden. Diese Rechte wurden bislang noch kaum in Vertragswerken konkretisiert und sind damit kaum einklagbar. Wie du an dieser Übersicht siehst, handelt es sich bei den meisten der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte um Rechte der ersten Dimension, also um bürgerliche und politische Schutz- und Freiheitsrechte sowie Beteiligungsrechte.
Nur die Artikel 22 bis 27 gehören zur zweiten Dimension von Menschenrechten. Bei diesen Rechten handelt es sich also um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die abschließenden Artikel 29 bis 30 thematisieren aus den Menschenrechten folgende Pflichten und Auslegungsregeln und können in keine der drei Dimensionen eingeordnet werden. Die dritte Dimension der Menschenrechte, die Kollektivrechte, tauchen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte überhaupt nicht auf. Da es sich bei den Menschenrechten ursprünglich um individuelle, nicht um kollektive Rechte handelt, sind diese Rechte umstritten. 4 Strukturmerkmale kennzeichnen die Menschenrechte. Sie sind universal, stehen also allen Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Nationalität usw. zu. Es handelt sich um moralische Rechte, die rational gerechtfertigt werden können und der Vernunft unmittelbar einsichtig sind. Menschenrechte sind fundamentale Rechte, da es um den Schutz und die Befriedigung von fundamentalen Interessen und Bedürfnissen geht. Werden diese fundamentalen Interessen verletzt bzw. diese fundamentalen Bedürfnisse nicht befriedigt, so bedeutet dies den Tod oder doch zumindest schweres Leiden oder es trifft den Kernbereich der Autonomie. Menschenrechte haben zudem Vorrang vor positivem Recht. Sie sind nämlich Maßstab für den Inhalt des positiven Rechts und begründen dessen Legitimität. Positives, also staatlich gesetztes Recht, das die Menschenrechte verletzt, ist somit illegitim. Vor allem in den 1990er Jahren wurde die Universalität der Menschenrechte mit Hinweis auf ihre Entstehung im Westen politisch massiv bestritten und als eurozentrisch kritisiert. Einige Vertreter asiatischer Staaten, allen voran China, Singapur, Malaysia, Iran, stellten den sogenannten westlichen Menschenrechten asiatische Werte oder islamische Rechtsnormen gegenüber. Am bekanntesten ist wohl die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam. Diese Erklärung wurde 1990 angenommen und von den Außenministern von damals 45 islamischen Staaten unterzeichnet. Mittlerweile haben weitere 10 Länder die Erklärung unterzeichnet. Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte definiert die Scharia, das islamische Recht, als alleinige Grundlage der Menschenrechte. Es werden also nur diejenigen Rechte anerkannt, welche im Einklang mit der Scharia stehen. Zudem verbietet die Erklärung ausdrücklich jede Art von Kolonialismus. Den Volltext der Erklärung sowie eine kurze Einführung in die Scharia habe ich dir in der Beschreibung zum Video verlinkt. Ende 2012 hat die südostasiatische Staatengemeinschaft ihre ASEAN Human Rights Declaration verabschiedet. Unterzeichnet wurde die Erklärung von Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Darin ist weder von Versammlungsfreiheit die Rede, noch von einem Schutz vor willkürlicher Verhaftung. Asiatische Staaten betonen in dieser Erklärung asiatische Werte. Das Kollektiv, die Gemeinschaft, ist dem Individuum übergeordnet. Zudem ist wichtig, dass der Einzelne nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gegenüber Familie, Gesellschaft und Staat hat. Folgende Kritikpunkte werden unter anderem gegen den Anspruch auf Universalität der Menschenrechte vorgebracht. Ein Vorwurf lautet, dass hinter dem Anspruch auf weltweite Geltung der Menschenrechte ein politischer und kultureller Imperialismus des Westens steht. Dagegen einwenden kann man jedoch, dass, wie wir im Clip Menschenrechte an der Geschichte der Menschenrechte gesehen haben, die Menschenrechte auch im Westen gegen erhebliche politische und kulturelle Widerstände erkämpft werden mussten. Dies galt besonders für Rechte wie Religionsfreiheit oder Gleichberechtigung. Menschenrechte werden außerdem als eine Fortsetzung des europäischen Kolonialismus mit anderen Mitteln gesehen, genauer als eine eurozentrische Bevormundung, die abgewehrt werden muss. Hier kann man entgegnen, dass Menschenrechte durch Erfahrungen strukturellen Unrechts entstanden sind. Sie sind somit auch auf andere Kulturen mit solchen Unrechtserfahrungen übertragbar. Es handelt sich um Rechte, die so fundamental sind, dass sie auch Menschen außerhalb des Westens für sich beanspruchen. Niemand möchte gefoltert oder versklavt werden.
Kritisiert wird zudem, dass Menschenrechte geprägt sind von der westlichen Aufklärung, der europäischen Naturrechtstradition und der christlichen Theologie. Andere Staaten mit anderer Tradition haben andere Rechte entwickelt. Ganz deutlich wird diese Kritik in der Kairoer Erklärung der Menschenrechte, welche 1990 von insgesamt 45 islamischen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde und welche das islamische Recht der Scharia als einzige Grundlage von Menschenrechten definiert. Von Gott aufgestellte Rechte, wie sie in der Scharia formuliert sind, haben dieser Erklärung zufolge Vorrang vor von Menschen gemachten Rechten. Dieser Einwand ist vor allem gegenüber religiösen Menschen recht schwierig zu entkräften. Gegen die Aussage, die Menschenrechte seien rein westlich oder gar christlich, kann man, wie oben schon einwenden, dass es sich bei den Menschenrechten um die Wahrung solch fundamentaler Interessen handelt, dass tatsächlich alle Menschen diese Rechte in Anspruch nehmen wollen, wenn sie denn nur die Gelegenheit dazu haben. Niemand möchte willkürlich verhaftet oder diskriminiert werden. Jeder möchte seine eigene Meinung frei äußern dürfen und ein würdevolles Leben leben. Wie ist deine Meinung? Gelten Menschenrechte universal oder handelt es sich um westliche Werte, die in anderen Kulturen mit anderen Traditionen keine Geltung haben? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit den Quizlet-Lernsets Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!